Manchmal sind es die stillen, unscheinbaren Dinge im Leben, die die größte Kraft in sich tragen. Nach buddhistischer Lehre beginnt Energie dort zu fließen, wo Bewusstsein und Absicht zusammenkommen. Wenn du also etwas unter deinen Teppich legst, versteckst du nicht einfach einen Gegenstand, du sendest eine Botschaft an das Universum. In alten asiatischen Klöstern hieß es: Wer den Boden unter seinen Füßen reinhält, trägt das Glück über seinem Kopf. Diese Worte erinnern uns daran, dass auch der einfachste Ort im Haus, der Boden, auf dem wir gehen, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde ist. Ein Teppich ist mehr als ein Stück Stoff. Er ist ein stiller Zeuge deiner täglichen Schritte, deiner Gedanken und Stimmungen. Jeder, der dein Zuhause betritt, hinterlässt energetische Spuren. Wenn du deinen Teppich achtsam behandelst, ihn sauber hältst, ihn bewusst betrittst, verwandelt er sich in ein Feld, das positive Energie aufnimmt und weitergibt. Nach buddhistischer Weisheit symbolisiert der Raum unter dem Teppich einen Ort der Ruhe, an dem Gedanken und Absichten sich sammeln können. Dort, wo Stille herrscht, entsteht Kraft. Wenn du etwas unter deinen Teppich legst, sei es eine kleine Münze, ein getrocknetes Blatt oder ein Symbol deiner Hoffnung, dann pflanzt du in Wahrheit einen Samen. Dieser Samen trägt die Schwingung deines Herzens in die Erde und lässt daraus das wachsen, was du ersehnst: Harmonie, Schutz und Wohlstand. Doch es kommt nicht darauf an, was du dorthin legst, sondern wie. Eine einfache Münze, die du an einem glücklichen Tag erhalten hast, kann zu einem kraftvollen Zeichen werden, wenn du sie mit einem dankbaren Gefühl platzierst. Halte sie in deinen Händen, atme ruhig ein und aus und sage leise: Möge mein Leben im Fluss sein, möge Glück und Frieden in mein Zuhause kommen. Auch ein Lorbeerblatt hat eine besondere Bedeutung. In der buddhistischen Symbolik steht es für den Sieg des Geistes, für Mut und klare Absicht. Lege ein einzelnes trockenes Blatt unter den Teppich in der Nähe deiner Tür. Sein Duft und seine Form erinnern dich daran, dass jeder Tag eine neue Chance ist, mit Stärke und Gelassenheit zu handeln. Wenn du wünschst, fügst du ein kleines Stück Salz hinzu, eingewickelt in ein Tuch. Das Salz reinigt energetisch, nimmt Spannungen auf und bringt Frische in dein Zuhause. So erschaffst du einen Ort, an dem die Energie frei fließt und sich Licht und Ruhe entfalten können. Das richtige Timing spielt dabei eine Rolle. Mach es an einem Morgen, an dem du dich innerlich ruhig fühlst, nicht in Eile, nicht in Sorge. Setze dich vor deinen Teppich, atme bewusst und spüre, wie du mit deinem Zuhause verbunden bist. Sprich leise in Gedanken: Ich öffne den Raum für Glück und Wohlstand. Mein Herz ist klar, mein Geist ist still. Dann lege den Gegenstand mit deiner rechten Hand unter den Teppich und bleibe einen Moment still. Stell dir vor, wie goldenes Licht aus dem Boden aufsteigt und dein ganzes Haus umhüllt. Das ist der Moment, in dem sich deine Absicht mit der Energie des Ortes verbindet. Ab jetzt beginnt der Fluss. Langsam, ruhig, unaufhaltsam. Doch viele Menschen machen den Fehler, zu viel zu erwarten oder zu zweifeln. Energie folgt Vertrauen, nicht Kontrolle. Wenn du innerlich unruhig bist, blockierst du den Fluss. Lass los, vertraue. Buddhistische Lehrer sagen: Erwarte nichts und alles wird möglich. Reinheit und Ordnung sind für die Energie des Glücks entscheidend. Ein überfüllter Raum zieht Stillstand an. Deshalb reinige regelmäßig den Bereich um deinen Teppich. Schüttle ihn aus, lüfte den Raum, streue ein wenig Salz darauf und sauge es später wieder auf. Diese kleinen Gesten sind nicht nur körperliche Reinigung, sondern geistige Klärung. Ein reines Zuhause ist wie ein klarer Geist, offen für neue Möglichkeiten. Das Glück, das du anziehst, kann viele Formen annehmen. Es kann eine plötzliche Lösung sein, ein Anruf im richtigen Moment, ein Gefühl von Leichtigkeit, das dich begleitet. All das sind Zeichen, dass der Fluss aktiv ist. Doch denke daran, sprich in den ersten Tagen nicht darüber. Lass die Energie in der Stille wirken. Das Schweigen nährt das, was du erschaffen hast. Erst wenn du spürst, dass der Raum atmet, kannst du diese Erfahrung teilen, nicht um dich zu rühmen, sondern um Licht weiterzugeben. Mit der Zeit wird dein Teppich zu einem Symbol deiner inneren Ordnung.
Er erinnert dich daran, dass Glück keine Laune des Schicksals ist, sondern eine Folge von Bewusstsein, Dankbarkeit und Vertrauen. Wenn du morgens darüber gehst, tue es mit einem stillen Lächeln. Sag dir leise: Ich gehe auf meinem Weg des Lichts und das Leben geht mit mir. Halte diesen Raum lebendig. Tausche die Münze oder das Symbol alle paar Wochen aus, um die Energie zu erneuern. Bedanke dich innerlich für das, was war, und begrüße das Neue. So bleibt der Fluss des Glücks lebendig, wie ein stiller Bach, der nie versiegt. Am Abend, bevor du schlafen gehst, schließe kurz die Augen und sprich: Danke für das Licht in meinem Zuhause, für den Frieden in meinem Herzen und für das Glück, das mich begleitet. Mit diesen Worten stärkst du die Schwingung der Fülle. Eines Tages wirst du bemerken, dass du das Ritual nicht mehr brauchst. Denn das, was du einst unter den Teppich gelegt hast, lebt dann in dir. Ruhe, Klarheit, Vertrauen. Und genau dort beginnt das wahre Glück. Wenn dich diese Worte berühren, schreib in die Kommentare: Mein Zuhause ist voller Licht und das Glück lebt in mir. Diese Worte sind keine Formel, sie sind ein Bekenntnis. Das Glück kommt nicht von außen. Es wächst in dir, in jedem achtsamen Atemzug, in jedem dankbaren Gedanken, in jedem stillen Moment, in dem du erkennst: Du bist bereits reich, nur weil du lebst.